Guten Tag an alle. Willkommen bei Wow Spoken German. Ich bin Peter und heute habe ich ein Problem, das wahrscheinlich viele von euch auch kennen. Adele, ich bin so frustriert. Hallo zusammen, ich bin Adele. Peter, was ist los? Du siehst wirklich gestresst aus. Erzähl uns, was dich beschäftigt. Also, gestern hatte ich ein wichtiges Gespräch mit meiner neuen Nachbarin aus Berlin. Ich habe mich so gut vorbereitet, ich habe alle Grammatikregeln gelernt, die Artikel wiederholt, die Fälle geübt. Aber als ich dann mit ihr gesprochen habe, war alles weg. Oh nein, das klingt wirklich frustrierend. Was genau ist passiert? Kannst du uns ein Beispiel geben? Ja, natürlich. Ich wollte sagen, ich gebe der Frau das Buch. Das ist doch Dativ, oder? Aber in dem Moment, als ich sprechen sollte, kam nur raus, ich gebe die Frau das Buch. Ich habe den falschen Artikel benutzt. Das passiert so vielen Deutschlernenden. Und liebe Zuhörer, habt ihr das auch schon erlebt? Schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr das gleiche Problem habt. Aber Peter, was hat deine Nachbarin gesagt? Sie war sehr nett und hat mich korrigiert. Aber ich war so peinlich berührt. Das Schlimmste ist, ich weiß die Regel. Wenn ich schreibe, mache ich keine Fehler. Aber wenn ich spreche, ist mein Kopf plötzlich leer. Das ist ein sehr häufiges Problem. Weißt du, warum das so ist? Beim Schreiben hast du Zeit zum Nachdenken. Aber beim Sprechen musst du schnell reagieren. Dein Gehirn hat keine Zeit, alle Regeln zu überprüfen. Genau. Und dann passiert noch etwas anderes. Ich denke über den Artikel nach und plötzlich vergesse ich, was ich eigentlich sagen wollte. Meine Nachbarin wartet und ich stehe da wie eingefroren. Oh, das kenne ich auch. Das nennt man Analyseparalyse. Du denkst so viel über die Grammatik nach, dass du nicht mehr natürlich sprechen kannst. Hast du versucht, einfach zu sprechen, ohne über die Regeln nachzudenken? Ja, das habe ich probiert. Aber dann mache ich noch mehr Fehler. Letzte Woche habe ich gesagt, ich bin nach dem Park gegangen. Aber es muss doch in den Park heißen, oder? Ja, genau. In den Park, weil es eine Bewegung ist. Aber weißt du was, Peter? Diese Fehler sind normal. Sie zeigen, dass du lernst. Und jetzt eine Frage an unsere Zuhörer. Welcher Grammatikfehler passiert euch am häufigsten? Schreibt es in die Kommentare. Du hast recht, aber ich fühle mich trotzdem dumm. Ich lerne jetzt seit 2 Jahren Deutsch. Ich sollte diese einfachen Dinge wissen. Meine Freundin sagt immer, ich bin zu hart zu mir selbst. Deine Freundin hat absolut recht. 2 Jahre sind nicht so lange. Deutsch ist eine komplexe Sprache. Die 4 Fälle, die 3 Artikel, die vielen Präpositionen. Das ist viel zu lernen. Ja, die Präpositionen sind mein größter Albtraum. Wann benutze ich an, wann auf, wann in? Ich verstehe es einfach nicht. Gestern wollte ich sagen, ich warte auf dich. Aber ich habe gesagt, ich warte für dich. Das ist auch ein klassischer Fehler. Für kommt aus dem Englischen, for. Aber im Deutschen ist es auf. Diese falschen Freunde zwischen den Sprachen machen es so schwierig. Hast du eine Methode, wie du dir solche Dinge merkst? Ich versuche Karteikarten zu benutzen. Ich schreibe die Präposition und ein Beispiel, aber wenn ich spreche, kann ich nicht an meine Karteikarten denken. Es ist, als ob mein Gehirn 2 verschiedene Teile hat. Einer für das Lernen und einer für das Sprechen. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Und wisst ihr was, liebe Zuhörer? Das ist tatsächlich wissenschaftlich. Unser Gehirn speichert aktives Wissen und passives Wissen unterschiedlich. Passives Wissen ist das, was wir verstehen. Aktives Wissen ist das, was wir spontan benutzen können. Aha, also ist mein Grammatikwissen passiv. Wie kann ich es aktiv machen? Das ist genau das, was ich brauche. Gute Frage. Du musst üben, üben, üben. Aber nicht durch Grammatikübungen. Du musst in echten Situationen sprechen. Je mehr du sprichst, desto automatischer wird die Grammatik. Es ist wie Autofahren. Am Anfang denkst du über alles nach. Später machst du es automatisch. Das macht Sinn. Aber ich habe ein anderes Problem. Ich habe Angst zu sprechen, weil ich Fehler mache. Und wenn ich Angst habe, mache ich noch mehr Fehler. Es ist ein Teufelskreis. Oh ja, die Sprechangst.
Das ist so wichtig. Peter, darf ich dir etwas sagen? Fehler sind nicht dein Feind. Fehler sind deine besten Lehrer. Jedes Mal, wenn du einen Fehler machst und korrigiert wirst, lernt dein Gehirn. Aber es ist so peinlich. Besonders wenn ich mit Muttersprachlern spreche. Ich sehe, wie sie manchmal verwirrt aussehen, wenn ich etwas Falsches sage. Das macht mich so nervös. Ich verstehe das vollkommen. Aber weißt du was? Die meisten Deutschen sind sehr geduldig mit Deutschlernenden. Sie freuen sich, dass du ihre Sprache lernst. Und liebe Zuhörer, habt ihr auch Angst zu sprechen? Wie geht ihr damit um? Teilt eure Erfahrungen in den Kommentaren. Du hast wahrscheinlich recht. Meine Nachbarin war wirklich nett. Sie hat sogar gesagt, dass mein Deutsch gut ist. Aber ich konzentriere mich nur auf meine Fehler, nicht auf das, was richtig war. Genau das ist das Problem. Du siehst nur die Fehler. Aber du hast eine ganze Unterhaltung auf Deutsch geführt. Das ist eine große Leistung. Hast du darüber nachgedacht, was du alles richtig gemacht hast? Nee. Nein, eigentlich nicht. Ich denke immer nur an die Momente, wo ich gestottert habe oder den falschen Artikel benutzt habe. Aber du hast recht, wir haben 10 Minuten gesprochen und sie hat mich verstanden. Siehst du? Das ist der wichtigste Punkt. Kommunikation ist nicht perfekte Grammatik. Kommunikation ist Verständigung. Wenn sie dich verstanden hat, war dein Deutsch gut genug. Das ist eine neue Perspektive für mich. Also sollte ich nicht so viel über die Grammatik nachdenken, wenn ich spreche? Genau. Natürlich ist Grammatik wichtig. Aber beim Sprechen solltest du dich auf die Bedeutung konzentrieren, nicht auf die Form. Die Grammatik kommt mit der Zeit automatisch. Hast du schon mal bemerkt, dass kleine Kinder auch Fehler machen? Ja, mein kleiner Neffe sagt immer, ich habe geäst statt ich habe gegessen. Aber niemand korrigiert ihn ständig. Er lernt es einfach durch das Hören. Perfektes Beispiel. Kinder lernen durch Immersion und Wiederholung, nicht durch Grammatikregeln. Du kannst das auch tun. Höre mehr Deutsch, sprich mehr Deutsch und mache dir keine Sorgen über Fehler. Aber ich bin kein Kind mehr. Mein Gehirn funktioniert anders. Ich kann nicht einfach so lernen wie ein Kind, oder? Das stimmt teilweise. Erwachsene lernen anders als Kinder. Aber du kannst trotzdem von ihrer Methode lernen. Du kannst Grammatikregeln als Hilfe benutzen, aber nicht als Hauptfokus. Der Hauptfokus sollte immer Kommunikation sein. Okay, ich verstehe. Aber was kann ich konkret tun? Ich will nicht weiter so frustriert sein. Gibt es eine Methode oder Übung, die mir helfen kann? Ja, natürlich. Erstens, sprich jeden Tag Deutsch. Auch nur 5 Minuten. Du kannst mit dir selbst sprechen, wenn du niemanden hast. Beschreibe, was du siehst, was du tust, was du fühlst. Mit mir selbst sprechen? Das klingt ein bisschen verrückt. Aber ich bin bereit, alles zu versuchen. Was noch? Zweitens, akzeptiere deine Fehler. Wenn du einen Fehler machst, sage einfach, oh, ich meine, und korrigiere dich selbst. Dann sprich weiter. Bleibe nicht bei dem Fehler stehen. Das ist sehr wichtig. Das mache ich tatsächlich falsch. Wenn ich einen Fehler mache, stoppe ich komplett und entschuldige mich. Dann verliere ich den Faden der Unterhaltung. Genau. Und das unterbricht den Fluss. Stell dir vor, du sprichst mit einem Freund in deiner Muttersprache. Machst du da auch Fehler? Natürlich. Aber du entschuldigst dich nicht jedes Mal. Du sprichst einfach weiter. Stimmt. In meiner Muttersprache denke ich gar nicht über Grammatik nach. Ich spreche einfach. Aber wie kann ich dieses Gefühl auch auf Deutsch übertragen? Das braucht Zeit und Übung. Aber hier ist ein Tipp. Versuche in ganzen Sätzen zu denken, nicht in einzelnen Wörtern. Wenn du einen Satz auf Deutsch sagen willst, denke nicht Artikel, Nomen, Verb, Präposition. Denke einfach den ganzen Gedanken. Das ist interessant. Also sollte ich mehr holistisch denken? Aber wie übe ich das? Lerne Sätze, nicht Wörter. Wenn du ein neues Wort lernst, lerne es immer in einem Satz. Zum Beispiel nicht nur das Wort warten,
sondern der ganze Satz. Ich warte auf dich. So lernst du automatisch die richtige Präposition mit. Oh, das ist clever. Ich habe immer nur einzelne Wörter gelernt. Deshalb weiß ich nicht, wie ich sie in einem Satz benutzen soll. Ich habe das Wort, aber nicht den Kontext. Genau. Kontext ist alles. Und noch ein Tipp. Höre Muttersprachlern zu und wiederhole, was sie sagen. Nicht die Bedeutung, sondern die genauen Worte. Das nennt man Shadowing. Es hilft deinem Gehirn, die Strukturen zu verinnerlichen. Shadowing? Wie funktioniert das genau? Soll ich einfach nachsprechen, was ich höre? Ja, genau. Du kannst zum Beispiel Podcasts hören oder Videos schauen. Pause nach jedem Satz und wiederhole ihn. Versuche die Intonation und den Rhythmus zu kopieren. Das trainiert dein Gehirn, automatisch in diesen Strukturen zu denken. Das klingt nach einer guten Übung. Und liebe Zuhörer, vielleicht könnt ihr das auch mit unserem Podcast machen. Hört einen Satz und wiederholt ihn. Was denkt ihr? Werdet ihr es versuchen? Sehr gute Idee, Peter. Und noch etwas. Sei geduldig mit dir selbst. Du hast gesagt, du lernst seit 2 Jahren. Aber wie viele Stunden hast du tatsächlich Deutsch gesprochen in diesen 2 Jahren? Gute Frage. Vielleicht ein paar Stunden pro Woche? Ich habe viel gelesen und Übungen gemacht, aber wenig gesprochen. Siehst du, das ist das Problem. Du hast vielleicht 200 Stunden Deutsch gesprochen. Das ist nicht viel. Um fließend zu werden, brauchst du Tausende von Stunden. Also sei geduldig. Tausende von Stunden? Das klingt nach so viel. Wie soll ich das schaffen? Schritt für Schritt. Jeden Tag ein bisschen. Wenn du jeden Tag 30 Minuten sprichst, sind das in einem Jahr fast 200 Stunden. In 5 Jahren sind das 1000 Stunden. Das geht schneller, als du denkst. Okay, das macht mir Mut. Aber ich habe noch eine Frage. Was ist mit den Artikeln? Der, die, das. Das ist mein größtes Problem. Es gibt keine Logik. Warum ist es der Löffel, aber die Gabel und das Messer? Haha, die berühmte Artikelfrage. Ja, das ist schwierig. Es gibt keine perfekte Logik. Aber es gibt Muster. Zum Beispiel, die meisten Wörter mit ung am Ende sind feminin. Die Zeitung, die Wohnung, die Meinung. Wirklich? Ich habe nie bemerkt, dass es Muster gibt. Gibt es mehr solche Regeln? Ja, viele. Wörter mit Heit oder Keit sind auch feminin. Die Freiheit, die Möglichkeit. Wörter mit Chen oder Lein sind neutral. Das Mädchen, das Tischlein. Und viele Wörter mit er am Ende sind maskulin. Der Lehrer, der Computer. Wow, warum hat mir das niemand früher gesagt? Ich dachte, ich muss alle Artikel auswendig lernen. Du musst viele auswendig lernen, ja. Aber diese Muster helfen. Und hier ist noch ein Tipp. Lerne Wörter immer mit ihrem Artikel. Nicht Tisch, sondern der Tisch, nicht Tür, sondern die Tür. So speichert dein Gehirn sie zusammen. Das mache ich jetzt schon, aber ich vergesse sie trotzdem, wenn ich spreche. Warum? Weil es noch nicht automatisch ist. Du musst die Wörter so oft benutzen, dass du nicht mehr nachdenken musst. Das ist wieder die Übung. Je mehr du sprichst, desto automatischer wird es. Ich merke, dass alles auf Übung hinausläuft. Sprechen, sprechen, sprechen. Aber es ist so schwer, Gelegenheiten zum Sprechen zu finden. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten. Du kannst Online-Tandem-Partner finden, Sprachaustausch-Apps benutzen oder zu Deutschtreffen in deiner Stadt gehen. Hast du das schon probiert? Ich habe eine Tandem-App heruntergeladen, aber ich bin zu nervös, jemanden zu kontaktieren. Was soll ich sagen? Was, wenn ich nichts zu erzählen habe? Oh, Peter, das ist wieder deine Angst. Du musst den ersten Schritt machen. Und weißt du was? Die andere Person ist wahrscheinlich genauso nervös wie du. Jeder, der eine Sprache lernt, versteht diese Gefühle. Du hast wahrscheinlich recht. Ich muss mutiger sein. Aber zurück zu meinem Hauptproblem. Wenn ich spreche und versuche, nicht über Grammatik nachzudenken, mache ich viele Fehler. Wenn ich über Grammatik nachdenke, kann ich nicht flüssig sprechen. Was soll ich tun? Das ist ein klassisches Dilemma. Die Lösung ist Balance.
Am Anfang ist es okay, langsam zu sprechen und über Grammatik nachzudenken. Mit der Zeit wirst du schneller. Du musst durch diese unangenehme Phase gehen. Die unangenehme Phase? Du meinst, es ist normal, dass es sich schlecht anfühlt? Absolut. Alle guten Lernenden gehen durch diese Phase. Es fühlt sich an, als ob du rückwärts gehst. Aber in Wirklichkeit bist du an einem kritischen Punkt. Dein Gehirn reorganisiert das Wissen. Das ist ein Zeichen von Fortschritt, nicht von Versagen. Das ist eine völlig neue Perspektive. Ich dachte immer, wenn es schwer ist, mache ich etwas falsch. Aber du sagst, Schwierigkeit ist ein Zeichen von Fortschritt? Genau. Wenn etwas leicht ist, lernst du wahrscheinlich nichts Neues. Die Herausforderung ist, wo das Lernen passiert. Du musst die Frustration akzeptieren als Teil des Prozesses. Okay, ich versuche diese Einstellung zu übernehmen. Aber eine letzte Frage. Wann wird es einfacher? Wann werde ich nicht mehr über jeden Artikel nachdenken müssen? Das ist unterschiedlich für jeden. Aber als allgemeine Regel, nach etwa 1000 Stunden aktiver Nutzung beginnt es natürlich zu werden. Das klingt nach viel, aber wenn du regelmäßig übst, kommt es schneller, als du denkst. 1000 Stunden, das sind noch so viele Fehler, die ich machen werde. Aber ich verstehe jetzt, dass das okay ist. Die Fehler sind Teil des Weges. Perfekt. Du hast es verstanden. Und liebe Zuhörer, vergesst nicht, jeder Fehler ist eine Lerngelegenheit. Habt keine Angst zu sprechen. Je mehr ihr spricht, desto besser werdet ihr. Schreibt uns in die Kommentare, was euer größter Grammatikfehler ist. Wir alle lernen zusammen. Ja, und teilt auch eure Tipps. Wie überwindet ihr die Angst zu sprechen? Wie merkt ihr euch die Grammatik? Eure Erfahrungen können anderen helfen. Sehr gut, Peter. Ich sehe, du fühlst dich jetzt besser. Hast du einen Plan, wie du weiter üben wirst? Ja, ich werde jeden Tag mit mir selbst auf Deutsch sprechen. Ich werde meine Tandem-App benutzen und jemanden kontaktieren. Und am wichtigsten, ich werde aufhören, mich für jeden Fehler zu entschuldigen. Ausgezeichnet. Das ist eine sehr gute Einstellung. Und denke daran, der Weg zum fließenden Sprechen ist nicht gerade. Es gibt gute Tage und schlechte Tage. Aber wenn du weitermachst, kommst du ans Ziel. Danke, Adele. Dieses Gespräch hat mir wirklich geholfen. Ich fühle mich jetzt motivierter und weniger frustriert. Das freut mich sehr. Und denke daran, was wir heute besprochen haben. Übe aktiv, nicht passiv. Spreche jeden Tag. Lerne Sätze, nicht einzelne Wörter. Akzeptiere deine Fehler. Und am wichtigsten, sei geduldig mit dir selbst. Ja, das sind großartige Tipps. Und liebe Zuhörer, wendet diese Tipps auch an. Wir sind alle auf der gleichen Reise. Zusammen können wir Deutsch lernen. Absolut. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Jeden Tag bringen wir euch neue Gespräche auf natürlichem Deutsch. So könnt ihr euer Hörverständnis verbessern und neue Ausdrücke lernen. Und ihr könnt auch die Shadowing-Technik mit unseren Podcasts üben. Hört einen Satz, pausiert und wiederholt ihn. Das wird euch wirklich helfen, flüssiger zu sprechen. Sehr gute Idee. Also, liebe Zuhörer, wir hoffen, diese Episode hat euch geholfen. Habt ihr die gleichen Probleme wie Peter? Könnt ihr euch die Grammatik im Gespräch merken? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alle eure Nachrichten. Und vergesst nicht, Fehler sind eure Freunde. Jeder Fehler macht euch besser. Also habt keine Angst, Deutsch zu sprechen. Sprecht einfach. Perfekt gesagt, Peter. Ich denke, du hast heute mehr gelernt als nur Grammatik. Du hast eine neue Einstellung zum Lernen entwickelt. Das ist das Wichtigste. Ja, ich fühle mich wirklich anders. Ich verstehe jetzt, dass Perfektionismus mein größter Feind ist. Ich muss akzeptieren, dass ich Fehler machen werde und das ist okay. Genau. Und weißt du was? In ein paar Monaten wirst du auf diesen Moment zurückblicken und lachen. Du wirst sehen, wie viel Fortschritt du gemacht hast. Das verspreche ich dir. Ich hoffe es. Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Und vielleicht komme ich in ein paar Monaten zurück und erzähle euch allen von dem Fortschritt. Das wäre wunderbar. Wir würden uns freuen, von deinem Erfolg zu hören.
Und das gilt auch für alle Zuhörer. Teilt eure Erfolgsgeschichten mit uns. Das motiviert andere Lernende. Ja, lasst uns eine Community aufbauen. Eine Community von Deutschlernenden, die sich gegenseitig unterstützen und ermutigen. Was denkt ihr Zuhörer? Tolle Idee. Also, bevor wir enden, noch eine letzte Frage an unsere Zuhörer. Was ist euer nächster Schritt beim Deutschlernen? Was werdet ihr heute tun, um euer Deutsch zu verbessern? Schreibt es in die Kommentare. Und vergesst nicht, Deutsch lernen ist eine Reise, kein Ziel. Genießt den Prozess, habt Spaß dabei, lacht über eure Fehler. Das ist der beste Weg zu lernen. Wunderbare Worte, Peter. Ich denke, wir sollten hier enden. Es war ein sehr produktives Gespräch. Danke, dass du deine Frustration mit uns geteilt hast. Ich bin sicher, viele Zuhörer fühlen sich jetzt weniger allein. Danke dir, Adele, und danke an alle Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Jede Interaktion hilft uns, bessere Inhalte für euch zu erstellen. Genau. Und wenn ihr spezielle Themen habt, über die ihr in zukünftigen Episoden hören möchtet, schreibt sie in die Kommentare. Wir lesen alles und versuchen, eure Wünsche zu erfüllen. Ja, dieser Podcast ist für euch. Wir wollen euch helfen, besser Deutsch zu sprechen. Also lasst uns wissen, was ihr braucht. Perfekt. Also, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt heute etwas Nützliches gelernt. Denkt daran, sprecht jeden Tag Deutsch, habt keine Angst vor Fehlern und genießt den Lernprozess. Und vergesst nicht, ihr seid nicht allein auf dieser Reise. Wir alle lernen zusammen. Bis zum nächsten Mal. Macht weiter so. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen. Auf Wiederhören. Warte, Peter. Bevor wir wirklich enden, fällt mir noch etwas ein. Du hast vorhin über deine Nachbarin gesprochen. Wirst du sie wieder treffen? Ja, tatsächlich. Sie hat mich zum Kaffee eingeladen. Nächste Woche. Und jetzt habe ich wieder Angst. Was, wenn ich wieder alle Grammatikregeln vergesse? Peter, hör auf! Du hast doch gerade gelernt, dass Fehler okay sind. Diese Kaffeeeinladung ist eine perfekte Gelegenheit zum Üben. Sie weiß schon, dass du Deutsch lernst, oder? Ja, sie weiß es. Sie hat sogar gesagt, sie findet es mutig, dass ich Deutsch lerne. Sie selbst lernt Spanisch und hat die gleichen Probleme. Siehst du? Sie versteht dich völlig. Sie ist in der gleichen Situation. Das ist perfekt. Ihr könnt euch gegenseitig helfen. Vielleicht könnt ihr sogar ein Tandem machen. Ein Tandem mit meiner Nachbarin? Das ist eine brillante Idee. Sie könnte mir mit Deutsch helfen und ich könnte ihr mit meiner Muttersprache helfen. Warum habe ich das nicht früher gedacht? Manchmal sind die besten Lernmöglichkeiten direkt vor unserer Nase. Und liebe Zuhörer, habt ihr Tandempartner? Wie habt ihr sie gefunden? Teilt eure Geschichten in den Kommentaren. Vielleicht inspiriert ihr andere. Das ist wahr. Ich war so auf Online-Apps fokussiert, dass ich nicht an meine echte Nachbarin gedacht habe. Sie ist Muttersprachlerin und wohnt direkt neben mir. Genau. Und noch ein Vorteil. Wenn du mit jemandem aus deiner Nachbarschaft sprichst, kannst du über konkrete Dinge reden. Den Supermarkt, den Park, das Wetter. Das ist viel natürlicher als abstrakte Gespräche mit Fremden online. Stimmt. Wir können über unsere Straße sprechen, über die Geschäfte hier, über die Nachbarn. Das gibt uns so viele Themen und ich kann die Wörter lernen, die ich wirklich im Alltag brauche. Perfekt. Siehst du, wie eine negative Situation zu etwas Positivem werden kann? Dein peinlicher Moment hat zu einer neuen Freundschaft und Lernmöglichkeit geführt. Du hast absolut recht. Ich sollte mich bei meinen Fehlern bedanken. Ohne diesen Fehler hätte sie mich vielleicht nicht zum Kaffee eingeladen. Sie wollte mich ermutigen. Das ist eine wunderbare Einstellung. Und das ist eine wichtige Lektion für alle Zuhörer. Manchmal öffnen unsere Fehler Türen. Sie zeigen anderen, dass wir menschlich sind, dass wir lernen wollen, dass wir mutig sind. Ich habe nie darüber so nachgedacht. Ich dachte immer, Fehler schließen Türen. Aber du sagst, sie können auch Türen öffnen? Absolut. Menschen respektieren Mut. Wenn du versuchst, in einer fremden Sprache zu sprechen, zeigst du Mut. Das ist bewundernswert.
Die meisten Menschen können nicht mal eine zweite Sprache sprechen. Das ist ein guter Punkt. Ich sollte stolz sein, dass ich es überhaupt versuche. Viele Menschen in meinem Land sprechen nur eine Sprache. Ich lerne eine dritte. Genau. Sei stolz auf dich. Und jetzt eine Frage an unsere Zuhörer. Wie viele Sprachen sprecht ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind neugierig. Ja, und wenn ihr mehrere Sprachen sprecht, wie habt ihr sie gelernt? Hattet ihr die gleichen Probleme mit der Grammatik oder war eine Sprache einfacher als die andere? Sehr gute Fragen. Weißt du, Peter, jede Sprache hat ihre eigenen Herausforderungen. Für manche sind die Artikel schwierig, für andere die Verben, für andere die Aussprache. Was ist deiner Meinung nach das Schwierigste am Deutschen? Wenn du es jemandem erklären müsstest? Gute Frage. Ich denke, die Kombination von allem. Die Artikel, die Fälle, die Wortstellung, die trennbaren Verben. Es ist nicht eine Sache, es ist das System als Ganzes. Aber weißt du was? Das macht es auch interessant. Interessant? Du meinst frustrierend. Haha. Aber ich verstehe, was du meinst. Es ist wie ein Puzzle. Jedes Teil muss an den richtigen Platz. Genau. Und wenn du anfängst, die Muster zu sehen, wird es wie ein Spiel. Du beginnst, die Logik zu verstehen. Auch wenn es am Anfang chaotisch aussieht. Ich hoffe, ich komme zu diesem Punkt. Im Moment sieht es nur chaotisch aus, keine Logik. Du kommst dorthin. Vertraue dem Prozess. Und noch etwas. Feiere deine kleinen Siege. Jedes Mal, wenn du einen ganzen Satz richtig sagst, ist das ein Sieg. Jedes Mal, wenn jemand dich versteht, ist das ein Sieg. Kleine Siege feiern. Das gefällt mir. Ich bin immer so auf das große Ziel fokussiert, fließend zu werden, dass ich die kleinen Fortschritte nicht sehe. Das ist ein häufiger Fehler. Das große Ziel ist wichtig, aber die Reise besteht aus kleinen Schritten. Wenn du nur auf das Ende schaust, wirst du frustriert. Wenn du jeden Schritt feierst, bleibst du motiviert. Du hast so recht. Ab jetzt werde ich jeden Tag etwas finden, das ich gut gemacht habe. Auch wenn es nur ein Wort ist, das ich richtig ausgesprochen habe. Perfekt. Das ist die richtige Einstellung. Und liebe Zuhörer, macht ihr das auch? Feiert ihr eure Fortschritte? Oder seid ihr zu kritisch mit euch selbst wie Peter? Schreibt uns eure Gedanken. Ja, und wenn ihr Tipps habt, wie man motiviert bleibt, teilt sie bitte. Wir können alle voneinander lernen. Diese Community ist so wertvoll. Absolut. Zusammen sind wir stärker. Deutsch lernen muss keine einsame Reise sein. Wir haben diese wunderbare Community von Lernenden, die sich gegenseitig unterstützen. Das stimmt. Und wisst ihr was? Dieses Gespräch hat meine ganze Perspektive verändert. Ich kam heute so frustriert und jetzt bin ich voller Hoffnung und Motivation. Das freut mich so sehr, Peter. Das ist genau das Ziel unseres Podcasts. Wir wollen nicht nur Deutsch unterrichten, wir wollen euch auch motivieren und inspirieren. Und das macht ihr großartig. Ich bin sicher, viele Zuhörer fühlen sich genauso. Also, liebe Zuhörer, wenn dieser Podcast euch geholfen hat, lasst es uns wissen. Gebt uns einen Daumen hoch. Ja, und teilt diesen Podcast mit euren Freunden, die auch Deutsch lernen. Je mehr wir sind, desto stärker ist unsere Community. Genau. Also ich denke, jetzt sollten wir wirklich enden. Wir haben so viel besprochen. Mein Kopf ist voll von neuen Ideen und Strategien. Ja, es war ein sehr reiches Gespräch. Ich hoffe, alle Zuhörer haben auch viel mitgenommen. Denkt daran, habt Geduld, übt jeden Tag und habt keine Angst vor Fehlern. Und vergesst nicht, Deutsch lernen soll Spaß machen. Wenn es nicht Spaß macht, macht ihr etwas falsch. Findet Wege, die euch Freude bringen. Sehr wahr, ob es Musik ist, Filme, Bücher, Gespräche mit Freunden. Findet, was euch gefällt und lernt damit. Perfekt. Also, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, ihr seid erstaunlich, weil ihr eine neue Sprache lernt. Tschüss zusammen. Viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Auf Wiederhören.